Ja, jetzt ist es schon wieder ein Zeitchen her, dass ich mein letztes Video hochgeladen habe. Aber mit diesem Video hier möchte ich meine eigene Kontinuität mal wieder ein wenig auf Vordermann bringen. Und zwar möchte ich von nun an jedes Monat ein Video machen, in denen ich die Neustarts des Monats bespreche. Dabei möchte ich einerseits natürlich die Filme besprechen, die ich mir im Kino anschauen werde, beziehungsweise natürlich all die großen Starts, die starten. Jedoch möchte ich eben auch auf kleinere Produktionen eingehen und die euch vorstellen und dabei eventuell euer Interesse an Filmprojekten wecken, von denen ihr noch gar nichts gehört habt. Zudem ist es auch mein Plan, monatlich mindestens wieder 3 Filmkritiken zu aktuellen Filmen hier auf YouTube zu veröffentlichen. Welche das für den Juli sein sollen, das könnt ihr in den Kommentaren entscheiden. Also lasst uns mal loslegen. Und ich beginne mal mit einem etwas orthodoxen Datum, und zwar den 2.7., denn hier startet sowohl österreichweit, bei mir, als auch deutschlandweit einmalig in den Kinos Digimon Try 2 Bestimmung. Falls es Leute nicht mitbekommen haben, dieses Jahr ist, glaube ich, zum 30-jährigen Jubiläum, oder nein, der Anime ist ja noch nicht so alt, ich glaube zum 25-jährigen Jubiläum zur beliebten Anime-Serie ist ein dreiteiliger Digimon-Film rausgekommen und der wird jetzt auch Stück für Stück in den deutschen und österreichischen Kinos gezeigt, also Fans des Animes werden hier vermutlich auf ihre Kosten kommen. Dann kommen wir zum ersten regulären Starttermin im Juli, das ist der 6.7., da startet einerseits ein Film, der glaube ich schon länger in Deutschland gestartet hat, in Österreich nun auch, namens Happy Burnout. Das ist eine deutsche Komödie mit unter anderem Wotan Wilke Möhring und Anke Engelke. Und soweit ich das verstanden habe, handelt der Film von einem Punk, der eben aufgrund seiner Arbeitsverweigerung vortäuscht, an Burnout-Syndrom erkrankt zu sein. Und ja, ich muss sagen, thematisch klingt das eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Ich mag solche eher düsteren Komödien. Jedoch hat mich der Trailer jetzt leider gar nicht begeistert und auch die bisherigen Kritiken schauen eher nicht rosig aus. Also ich denke mal ziemlich sicher, dass ich mir den Film nicht ansehen werde. Dann startet am selben Tag auch noch eine weitere deutsche Komödie, die eigentlich jetzt auch nicht so interessant klingt und die heißt das Pubertier. Da spielen unter anderem Jan-Josef Liefers und ein paar andere Darsteller, die mir gerade nicht einfallen, mit. Und da geht es eben darum, dass Jan-Josef Liefers eine Tochter hat, die eben im wahrsten Sinne des Wortes zum Pubertier mutiert, da sie eben gerade mitten in der Pubertät steckt. Und ja, ich bin im Gegensatz zu vielen anderen kein Verweigerer des deutschen Kinos. Ich behaupte, das deutsche Kino hat sehr, sehr viele tolle Filme, die öfters auch am Radar der normalen Zuschauerschaft vorbeigehen. Aber der Film spricht mich nun leider auch überhaupt nicht an. Dann startet am selben Tag auch noch, was eigentlich auch an mir komplett vorbeigegangen ist, Casino Undercover. Ich muss mal nachschauen, wie der englische Titel ist. The House. Ach so, das ist der. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt zu uns kommt. Nein, das ist eine Komödie mit Will Ferrell und Amy Poehler, die ich beide eigentlich recht gern mag. Aber eben Will Ferrell hauptsächlich wegen Anchorman und Amy Poehler hauptsächlich wegen der fantastischen Serie Parks and Recreation. Anderweitig haben sie jetzt leider, was Filme betrifft, noch nicht so hochqualitative Arbeit leisten können. Aber ich muss sagen, der allgemeine Plot des Films klingt eigentlich ganz interessant und gar nicht so unoriginell. Es geht eben darum, dass Will Ferrell und Amy Poehler spielen ein Ehepaar, die beide das Geld eben, das sie für ihre Tochter, fürs College-Stipendium ihrer Tochter zusammengespart hatten, eben verlieren. Und danach eröffnen sie in ihrem eigenen Keller ein Casino, um eben das Geld wieder einzuspielen. Ich muss sagen, klingt jetzt gar nicht so uninteressant. Mal schauen, was für Wertungen da am Ende des Tages rauskommen. Ich habe gerade leider nichts vor Auge. Vielleicht schaue ich es mir irgendwann mal noch an. Aber wenn der Film bei uns im Kino irgendwo auf Englisch läuft, da ich mir Komödien prinzipiell nicht auf Deutsch angucke. Dann startet am selben Tag auch noch eine Doku, die bereits in Deutschland gestartet hat, aber nun auch in Österreich startet, die ich mir im Kino anschauen werde, und zwar Live Animated, war dieses Jahr auch für einen Oscar nominiert. Es handelt von einem Jungen mit Autismus, der, ich glaube, die ersten 3 oder 4 Jahre seines Lebens kein einziges Wort gesprochen hat und dann nachdem ihm Disney-Filme gezeigt wurden, hat er irgendwie es geschafft, mit dem Leben zurechtzukommen und eine eigene Stimme zu entwickeln. Und ich liebe irgendwie solche Dokumentationen, die solche Underdog-Stories zeigen. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall ziemlich interessant. Hoffentlich probiert man nicht zu sehr diese Geschichte auf
auf manipulative Art und Weise auf die Herzstränge zu klopfen, aber mal schauen, was daraus wird. Also ich werde mir die Doku auf jeden Fall anschauen. Am selben Tag startet dann auch noch ein Film, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich mir ihn anschauen werde. Aber er hat bisher eigentlich recht gute Kritiken bekommen und ich mag auch die Darsteller, und zwar Ihre beste Stunde heißt der Film. Da spielt Gemma Arterton gemeinsam mit irgendeinem männlichen Darsteller, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Sam Claflin, genau. Ein Drehbuchduo, das eben probiert hat, gegen das Nazi-Regime während des Zweiten Weltkriegs vorzugehen. Klingt thematisch eigentlich ganz interessant. Wir haben nur leider schon bereits so eine Übersättigung an Zweiter Weltkrieg-Filmen. Ich schaue mir mal den Trailer an, den ich leider noch nicht angeschaut habe, und dann entscheide ich, ob ich mir ihn anschaue. Aber bin dem Ganzen eigentlich nicht unbedingt so sehr abgeneigt. Dann startet am gleichen Tag auch noch ein Film, den ich mir eigentlich aufgrund der Hauptdarstellerin anschauen würde, aber leider interessiert es mich thematisch gar nicht. Und zwar ein Chanson für dich. Der neue Film mit Isabelle Huppert, die in meinen Augen einer der fantastischsten Schauspielerinnen unserer Zeit ist, wie sie auch bereits vor ein paar Monaten wieder in Paul Verhoeven's Elle bewiesen hat. Sie spielt eben soweit ich verstanden habe, eine Sängerin, deren glanzvolle Bühnenauftritte schon lange hinterher sind. Nun traut sie den Ganzen nach, und ich weiß nicht, solche Geschichten haben wir die letzten Jahre schon so oft gehabt und auch in besserer Form, und irgendwie interessiert mich das in der Form leider gar nicht. Also es wirkt wie eine übertrieben kitschige Romanze, also daran bin ich jetzt leider nicht so interessiert. Aber was ich mir auch sicherlich anschauen werde, was am 7. Juli startet, das ist Despicable Me 3, ich einfach unverbesserlich 3. Ich muss zugeben, ich mag den zweiten Teil nicht so gern wie manche andere, also ich fand ihn solide und unterhaltsam, aber nicht unbedingt gut. Ich mag den ersten Teil sehr. Aber ja, Animationsfilme schaue ich prinzipiell eigentlich immer in Kinos an, und mich freut es, dass man basierend auf dem Trailer offenbar endlich mal die Minions ein wenig sporadischer einsetzt, da mit dieser, um ehrlich zu sein, mittlerweile vor allem aufgrund des ganzen Marketings sehr auf die Nerven gehen. Mich freut es vor allem, wen man hier als den Bösewicht, diesen komischen Typen gecastet hat, der so mit dieser 80er-Musik, der so ein Faible auf diese 80er-Musik hat, und zwar Trey Parker, das ist einer der beiden Erfinder von South Park und der praktisch auch alle Hauptfiguren spricht, also Despicable Me 3, also allein wegen Trey Parker freue ich mich eigentlich ziemlich auf den Film, muss ich sagen, weil der Typ hat noch nie in einem Animationsfilm mitgesprochen und ich liebe seine Arbeit in South Park, und der Film hat bei mir auch, das weiß ich jetzt schon, ein englisches Screening, also werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Gehen wir also eine Woche weiter zum 13. Juli 2017. Da startet unter anderem nun auch in Österreich die Dokumentation Whitney Can I Be Me, die, glaube ich, auch bereits im Juni in Deutschland startete. Halt die neue Dokumentation rund um Whitney Houston, die ja 2012 in ihrer Badewanne tot aufgefunden wurde, und ich glaube, vor allem geht es halt um die Aftermath nach ihrem Tod in dieser Doku, soweit ich das verstanden habe. Ich bin jetzt nie der größte Houston-Fan gewesen. Ich meine, sie hat eine tolle Stimme gehabt, aber es interessiert mich thematisch jetzt nicht so sehr, als dass ich es mir zum Beispiel anschauen würde. In derselben Woche startet dann auch noch eine Rom-Com, die recht generisch rüberkommt, namens Paris kann warten. Ich schätze mal, im Originalen heißt sie Paris Can Wait, ja, natürlich, mit Diane Lane und Alec Baldwin, und Diane Lane fühlt sich halt von Alec Baldwin, ihrem Mann, der Hollywood-Produzent ist, vernachlässigt und fängt dann mit einer Romanze mit einem Franzosen an, mit denen sie eben nach Paris fährt, soweit ich das verstanden habe. Klingt jetzt nicht sonderlich interessant und eigentlich auch recht generisch, also interessiert mich jetzt nicht unbedingt. Was interessant klingt, aber leider nur in Deutschland startet, das ist ein Thriller namens Dark Blood, und was daran so interessant ist nämlich, dass River Phoenix der Hauptdarsteller ist, der aber bereits 1993 infolge eines Drogencocktails starb. Nämlich ziemlich interessante Entstehungsgeschichte, und zwar war das der letzte Film mit River Phoenix. Ich glaube 80% oder so waren bereits abgedreht, und man wollte nach dem Tod von ihm, halt River Phoenix war der Bruder von Joaquin Phoenix, by the way, der zum Beispiel in Stand By Me mitgespielt hat. Man wollte eben nach dem Tod von River Phoenix den Film ruhen lassen und nicht fertig drehen.
um ihn halt Tribut zu zollen. Jetzt hat man sich aber fast über 20 Jahre später dazu entschieden, den Film, die restlichen Teile nun doch fertig zu drehen. Und das hat man jetzt nun eben mit dem alten Material zusammengeschnitten und veröffentlicht man nun halt endlich in die Kinos. Also ich hätte ihn ja wahrscheinlich allein dadurch, dass ich halt von den Rollen, die ich mit River Phoenix gesehen habe, eigentlich ein großer Fan war, hätte ich ihn mir gerne angesehen, aber leider startet er nur in Deutschland. Aber um es mal erwähnt zu haben, immerhin. Am selben Tag startet dann auch noch ein Film, der mich überhaupt nicht interessiert, und zwar Fallen, Engelsnacht. Ich weiß nicht, was ich viel dazu sagen soll. Das schaut irgendwie aus wie ein seltsamer Mischmasch aus Twilight und sämtlichen Nicholas Sparks-Verfilmungen. Hört sich auch danach an. Bekommt offenbar auch grauenhafteste Wertungen, also interessiert mich nun leider wirklich gar nicht, muss ich sagen. An diesem Tag starten jedoch 2 Filme, die ich mir im Kino anschauen werde. Und zwar sind das einerseits Gifted, der eingedeutscht wurde mit Begabt, die Gleichung eines Lebens. Das ist ein Independent-Drama, in dem Chris Evans einen Mann spielt, der nach dem Tod seiner Schwester sich um seine Nichte kümmern will, die jedoch hochbegabt ist, und er möchte eben trotz ihrer Hochbegabung eine ganz normale Kindheit bescheren. Thematisch klingt das einerseits schon recht interessant, aber was mich wirklich dazu bewegt, den Film im Kino zu sehen, ist der Regisseur, das ist nämlich Mark Webb. Einerseits hat er Filme gemacht, die jetzt nicht so toll waren, wie zum Beispiel The Amazing Spider-Man. Ich mag zu meiner Schande, The Amazing Spider-Man 2 ist ein leichtes Guilty Pleasure, aber was mich halt wirklich dazu bewegt, den Film anzuschauen, ist Mark Webbs vorheriger Film, und zwar 500 Days of Summer, der in meinen Augen wirklich einer der tollsten Rom-Coms des 21. Jahrhunderts ist. Und ich finde, der Mann ist halt am besten im Independent-Bereich aufgehoben. Auch sieht man heutzutage Chris Evans nur noch selten in kleineren Produktionen. Deswegen werde ich mir Gifted vermutlich im Kino anschauen. Was ich mir auch obligatorisch im Kino anschauen werde, ist natürlich der größte Start der Woche und wahrscheinlich auch der größte Start des Monats, wenn ich mich nicht irre, und zwar Spider-Man Homecoming. Ich freue mich darauf, muss ich sagen. Ich finde, Tom Holland ist eine absolut passende Besetzung als Peter Parker. Nachdem Andrew Garfield nachdem Andrew Garfield um einiges zu alt ausgesehen hat für Peter Parker und auch Tobey Maguire ein wenig zu alt ausgesehen hat, ist Tom Holland nun endlich mal jemand, der diesen Highschool Peter Parker aufgrund seines juvenilen Aussehens wirklich gut verkörpern kann. Und natürlich probiert man das jetzt, da ja Disney nun die Rechte hat an Spider-Man, mit dem MCU zu verbinden, in dem auch Robert Downey Jr. mitspielt. Aber allgemein hat mir der Trailer, muss ich sagen, ziemlich gefallen und diese Coming-of-Age-Atmosphäre auch. Also ich muss mal schauen, ich habe jetzt mir den Film, den der Regisseur John Watts davor gemacht hat, und zwar Cop Car mit Kevin Bacon, mir vor kurzem gekauft. Mal schauen, wie der mir gefällt. Also ich bin jedenfalls mal gespannt, was aus dem Film wird. Auch der Cast wirkt sehr interessant. Michael Keaton als Bösewicht zu sehen. Dann auch noch Childish Gambino alias Donald Glover, den ich vor allem durch Community sehr zu schätzen weiß. Dann auch noch der Typ, der den Lobbyboy in Grand Budapest Hotel gespielt hat, als Schulmobber Flash Thompson. Also bin sehr interessiert, was daran wird. Also werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Dann gehen wir eine Woche weiter zum 21. Juli 2017. 20. Juli 2017, nicht 21. An diesem Tag startet unter anderem erneut seltsamerweise, gleich zweimal dieses Monat, ein Zweiter Weltkriegsdrama mit Gemma Arterton in der Hauptrolle, und zwar Die Geschichte der Liebe. Da geht es um eine Frau, die sich, um einen polnischen Juden, der sich kurz bevor der Zweite Weltkrieg ausbricht, in seine Nachbarin verliebt. Aber natürlich, als dann der Krieg ausbricht, kann sich diese Liebe nie erwidern, und es geht dann eben darum, wie sich über Jahrzehnte hinweg, soweit ich das verstanden habe, diese Liebe weiterentwickelt hat. Und ja, reizt mich jetzt auch nicht unbedingt. Wir hatten schon genügend Zweiter Weltkriegsromanzen und vor allem auch schon thematisch interessantere, und der Trailer hat mich jetzt auch nicht wirklich angesprochen, auch wenn ich Gemma Arterton für eine begabte Darstellerin halte, aber nein, danke, nicht unbedingt. Dann startet am selben Tag, also da startet allgemein nicht viel, ein Film, der für mich eigentlich recht interessant klingen würde, da ich das griechische Kino mag, namens Mythen, der aber leider in Österreich nicht startet. Das ist eine griechische Komödie,
in der es um einen Mann geht, der probiert Odysseus, also der berühmten Irrfahrt von Odysseus nachzueifern und auch diese zu wiederholen. Also klingt eigentlich recht interessant und daraus eine Komödie zu machen, wäre auch ganz cool. Und das griechische Kino hat mit Leuten wie Yorgos Lanthimos in den letzten Jahren bewiesen, dass es sehr, sehr stark sein kann, aber leider startet der Film eben hierzulande bei mir nicht. Aber ich wollte ihn mindestens mal erwähnen für Leute, die das eventuell interessieren könnte. Dann springen wir doch gleich zum größten Start der Woche. Das ist auf jeden Fall Valerian. The City of the Thousand Planets oder die Stadt der Tausend Planeten, wie es exakt gleich eingedeutscht wurde. Ich weiß bis heute nicht, was ich mir da erwarten soll. Also es ist halt ein neuer Film von Luc Besson. Ich habe so eine Art Hassliebe mit Luc Besson. Leo der Profi ist ein Film, den ich wirklich vergöttere. Wiederum Filme wie Das fünfte Element, die auch sehr beliebt sind, mag ich nicht wirklich. Dann gibt es aber auch wiederum Filme wie Lucy oder Subway, die ich eigentlich ganz okay bis gut finde. Ich habe von Luc Besson praktisch fast alles gesehen und es ist komplett ambivalent. Also die Anfangswerke, also jetzt außer der Profi auch sowas wie Nikita oder The Big Blue, ich habe den deutschen Titel vergessen, sind allesamt recht gut, aber dann sind halt so Sachen gekommen wie Arthur und die Minimoys oder dieses, wie hat das geheißen, das geheime Leben der Adele Blanc-Sec oder auch Johanna von Orleans, waren jetzt alles keine wirklich guten Filme. Also ich bin mal gespannt, was er aus Valerian macht. Das Ganze ist ja, soweit ich weiß, ein französischer Graphic Novel, der als einer der inspirationsreichsten Sci-Fi-Geschichten aller Zeiten zählt und angeblich auch viele wichtige Science-Fiction-Filme vor allem visuell inspirieren konnte. Und ich muss sagen, jetzt allein von der Farbgebung her sieht der Trailer richtig, richtig gut aus. Also ich mag den Stil, der verwendet wurde. Ich habe nur am Ende des Tages Angst, dass an manchen Momenten der Film etwas zu plastisch und CGI überladen rüberkommt. Und ich mag auch nicht alle der Darsteller. Also die Haaren mag ich eigentlich, aber Cara Delevingne ist in meinen Augen einfach ein Model und keine Schauspielerin und sie hat auch schon Suicide Squad richtig versaut, fand ich. Und ich meine, Rihanna hat man hier auch in einer Rolle und die hat bisher auch, glaube ich, nur in Battleship mitgespielt, wo sie grauenhaft war. Also ich bin dem Ganzen immer noch ein bisschen skeptisch eingestellt, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich werde mir den Film auf jeden Fall auch anschauen. Kommen wir dann auch schon gleich zum letzten Startwochenende im Juli, das ist der 27. Juli, da starten in meinen Augen auch wieder einige interessante Filme, unter anderem wäre da dabei Wish Upon, der mich jetzt nicht sonderlich interessiert, das ist ein Horror-Thriller, Teenie-Slasher, in dem es um eine socially awkward Außenseiter-Teenagerin geht, die eine mysteriöse Zauberbox findet, die ihr sämtliche Wünsche zunächst erfüllt, jedoch verbirgt sich dahinter natürlich dann etwas weit Schlimmeres, als sie ursprünglich denkt und plötzlich fangen an, Leute in ihrem Umkreis zu sterben und alles entwickelt sich zu einem Horrorfilm. Per se klingt das Konzept eigentlich ganz interessant, ich fand nur, dass einerseits der Trailer richtig trashig aussah und andererseits hatten wir ähnliche Konzepte auch schon in weit besserer Ausführung. Dann startet am selben Tag auch noch ein deutscher Film, der, wie ich finde, ganz interessant klingt, den ich fast auf der diesjährigen Berlinale gesehen hatte, aber dann leider keine Restkarten mehr bekam, und zwar in Zeiten des abnehmenden Lichts. Ist ein deutsches Drama, das gegen Ende zu Zeiten der DDR spielt, also kurz vom Fall der Berliner Mauer. Und es geht darum, dass ein von Bruno Ganz gespielter ex-begeisterter Stalinist seinen 90. Geburtstag feiert. Und der tut eben so, als wäre eben die ganze DDR noch erhalten etc., als wäre alles quasi noch in Ordnung. Als er jedoch dann erfährt, dass sich sein Neffe in den Westen abgesetzt hat, eskaliert die ganze Situation und alles wird irgendwie zu so einem Period-Drama, das so die verschiedensten Ansichten zur DDR von verschiedensten Generationen widerspiegeln soll. Und in meinen Augen klingt die Thematik eigentlich recht interessant. Gibt nicht so viele Filme, wie ich finde, zur Thematik der DDR. Der bekannteste und vermutlich auch beste ist natürlich Goodbye Lenin. Aber per se bin ich schon an diesem Film interessiert, vor allem da man auch sehr talentierte Schauspieler wie unter anderem Bruno Ganz oder Sylvester Groth, der ein paar Leuten von euch vielleicht als Goebbels aus Inglourious Basterds bekannt sein wird, gecastet hat. Also in meinen Augen ist das Interesse schon geweckt. Ob ich den Film dann schlussendlich anschauen werde, muss ich mir noch überlegen, da die bisherigen Wertungen jetzt nicht ganz so rosig sind. Am gleichen Tag startet dann auch noch, was mich sehr wundert, dass der Film überhaupt in Österreich startet, da ich glaube, da
erste Teil weder in Österreich noch in Deutschland in den Kinos lief und ich wusste nicht einmal, dass der irgendwo erfolgreich war, und zwar Max, Agent auf 4 Pfoten. Also ich glaube halt, das ist der erste Teil. Es gab ja vor ein paar Jahren diesen seltsamen Film rund um einen Hund, der glaube ich, dem CIA aushilft, wenn ich mich nicht irre. Der bekommt jetzt eine Fortsetzung. Interessiert mich leider nicht die Bohne, aber wen es interessiert, kann sich das gern anschauen. Am gleichen Tag startet auch noch eine Dokumentation, die ich unbedingt erwähnen will. Und zwar heißt diese Dokumentation, sie nannten ihn Spencer, und handelt, wie der Name schon sagt, vom letztes Jahr verstorbenen italienischen und vor allem im deutschsprachigen Raum auch legendären Schauspieler Bud Spencer, der gemeinsam mit Terence Hill viele in den 70ern, 80ern viele heutige Kultklassiker drehte, wie zum Beispiel auch, sie nannten ihn Mücke. Ich muss zugeben, ich habe mich allgemein mit den Filmen von Bud Spencer und Terence Hill bisher recht wenig beschäftigt. Aber finde die Person per se interessant, und der Hauptgrund, warum ich den Film hier jetzt erwähne: ich habe ja schon mal in mehreren Videos erwähnt, dass ich seit Monaten für eine österreichische Filmseite namens uncut.at schreibe, und das Witzige ist, der Regisseur des Films, Karl Martin Polt, ist ein Ex-Autor, beziehungsweise teilweise auch noch als Autor auf Uncut tätig, und ich kenne ihn quasi über Ecken auch persönlich, weswegen ich es recht skurril finde, da ich schon vor fast einem Jahr vom Projekt erfahren habe und nicht wusste, dass es wirklich so groß aufgezogen wird und auch ein Wide Release in Deutschland bekommt. Also das verdutzt mich doch ziemlich sehr. Aber allein wegen der Thematik, da Bud Spencer wirklich vieles in seinem Leben geleistet hat. Ich meine, er war Schwimmer, er war Schauspieler, ich glaube, er war auch mal Olympionik. Bin auf jeden Fall gespannt und werde mir eventuell die Doku auch anschauen. Am gleichen Tag startet dann auch noch ein Film, den ich euch allen unbedingt ans Herz legen würde, den ich bereits auf der diesjährigen Berlinale sehen konnte, und zwar The Party. Das ist eine britische schwarze Komödie, in der es um eine Politikerin geht, die ihrer Familie und Freunden von einem neuen Karrieresprung erzählen will und deswegen diese zu einer Party bei sich einlädt. Jedoch als ihr Ehemann mit einer anderen Ankündigung aufwarten lässt, verfällt das Ganze irgendwie außer Ruder, und sämtliche Leute fangen sich dann an, Beleidigungen in den Kopf zu werfen, etc. etc. Also das Ganze ist eine wirklich gelungene schwarze Komödie geworden, mit vielen satirischen Spitzen, die auch durch diesen Schwarz-Weiß-Ton, in dem es gefilmt wurde, eine richtig schöne Ästhetik aufzuweisen hat, und auch vielen zahlreiche bekannte Darsteller mit, außer Leuten wie Patricia Clarkson hat man auch Bruno Ganz zum Beispiel, oder auch Timothy Spall, der vielen von euch als Wurmschwanz aus den Harry Potter Filmen bekannt sein wird, oder eben auch Cillian Murphy, der vielen von euch aus sämtlichen Christopher Nolan Filmen bekannt sein wird. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, diese sehr kurze, aber sehr prägnante, satirische schwarze Komödie anzuschauen. Ist sehr, sehr gelungen, fand ich. Und dann kommen wir gleich zu meinen 2 meist erwarteten Filmen im Juli, die am gleichen Tag starten. Das sind gleichzeitig auch 2 meiner meist erwarteten Filme des Jahres. Und zwar einerseits Dunkirk von Christopher Nolan. Ich glaube, das sagt den meisten schon genug, weil, ich weiß, es ist mittlerweile sehr Mainstream geworden, Christopher Nolan-Fan zu sein, aber dennoch, ich finde immer noch, dass es einer der besten und talentiertesten Filmemacher unserer Zeit ist. Nicht der beste, aber definitiv in meinen Augen einer der besten, vor allem was Technical Filmmaking betrifft. Ich muss sagen, die Thematik von Dunkirk an sich, also es spielt ja während dem Zweiten Weltkrieg und soll die Schlacht von Dünkirchen widerspiegeln, interessiert mich jetzt nicht zu 100.000%, da man ähnliche Themen, also Zweiter Weltkriegsthemen sind heutzutage leider schon richtig abgestanden, aber wie gesagt, der Trailer konnte mich vor allem durch seinen energetischen Schnitt und die Bildgewalt, die Christopher Nolans Filme immer aufzuweisen haben, auf jeden Fall überzeugen, und ich bin sehr gespannt. Also wir haben auch einige Veteranen Christopher Nolans wieder in diesem Film, also Tom Hardy spielt in einer kleineren Rolle mit, Cillian Murphy ist wieder mit dabei, der witzigerweise ja auch einen anderen Film hat, der diese Woche startet. Und ja, ansonsten spielt, glaube ich, Kenneth Branagh, den manche von euch vielleicht als
Ich habe vergessen, wie seine Rolle in Harry Potter hat er jedenfalls mitgespielt. Ich habe vergessen, wie seine Rolle heißt. Und er ist auch als Regisseur tätig. Also er hat zum Beispiel Cinderella gemacht oder auch Thor. Der spielt, glaube ich, die direkte Hauptrolle. Aber an sich ist ja noch nicht so viel vom Film, abgesehen vom Cast und wer halt alles im Team beteiligt ist. Also Kameramann ist wieder heute von heute mal, der auch Interstellar bereits schoss. Also nicht mehr Wally Pfister. Also Wally Pfister war ja einerseits mal der Stammkameramann von Christopher Nolan, aber die Zeiten sind scheinbar vorbei. Aber wie dem auch sei, auch wenn die Zweite Weltkriegsthematik abgestanden ist, freue ich mich dennoch ohne Ende auf Dunkirk und erwarte mir hier einen großartigen Film und hoffe am Ende des Tages nicht enttäuscht zu werden. Dann startet am gleichen Tag einer meiner meist erwarteten Filme des Jahres, auf den ich mich vielleicht sogar noch mehr freue als auf Dunkirk. Und zwar der neue Film von Edgar Wright, und zwar Baby Driver. Der einfache Grund, warum ich mich auf den Film so sehr freue, ist natürlich Edgar Wright. Ich habe mal vor ein paar Jahren, als ich mit diesem YouTube-Channel begonnen habe, ein paar Videos zu Edgar Wright-Filmen hochgeladen. Heute weiß ich ihn wahrscheinlich sogar noch mehr zu schätzen als damals. Edgar Wright ist in meinen Augen ja, für mich auf jeden Fall der beste lebende Comedy-Director und in meinen Augen neben Terry Gilliam und Terry Jones und Charlie Chaplin eventuell der talentierteste und originellste Comedy-Filmemacher aller Zeiten. Besonders zu schätzen weiß ich an ihn seinen visuellen Stil, denn er hat etwas ins Kino zurückgebracht, was in meinen Augen jahrzehntelang verschollen war, als er Anfang der 2000er mit Shaun of the Dead daherkam, und zwar Visual Comedy, also Witze nicht nur rein mit Improv und Stand-up und Situationskomik zu erzählen, sondern auch mit ästhetischen Tricks Witze zu erzählen. Also ich würde euch da auf jeden Fall um mehr über Edgar Wrights sehr einzigartigen visuellen Comedy-Stil zu erfahren, würde ich euch ein Video vom YouTube-Channel Every Frame a Painting ans Herz legen, der das genau zur Schau stellt. Also in meinen Augen war bis dato jeder Edgar Wright-Film mindestens großartig und das heißt was. Und ich habe, glaube ich, auch 3 seiner Filme die Höchstwertung bisher gegeben. Mein Liebster wäre vermutlich bisher Scott Pilgrim. Baby Driver hat bisher absolut grandiose Wertungen einfahren können von sämtlichen Seiten. Allein der Trailer und dass er anscheinend wieder Wert drauf legt, sämtliche Szenen 1:1 im Takt zur Musik zu schneiden, das finde ich wirklich absolut beeindruckend. Edgar Wright ist mir auch in Interviews total sympathisch. Der Mann hat letztes Jahr eine Liste veröffentlicht mit seinen 1000 Lieblingsfilmen, also sowas muss man erst zusammenbringen, eine Liste mit 1000 Filmen zusammenzuschreiben und diese dann auch noch zu veröffentlichen. Also dafür auf jeden Fall Hut ab, würde ich euch auch empfehlen, auf jeden Fall durchzulesen. Wie gesagt, Edgar Wright ist halt einerseits in meinen Augen einer der talentiertesten und zugleich vermutlich auch sympathischen Filmemacher. Der Trailer zu Baby Driver hat mir super gefallen. Ich freue mich ohne Ende auf diesen Film und das ist vermutlich auch mein meist erwarteter Film im Juli. Na gut, dann war's das für meine Vorschau auf Juli 2017. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwas daraus rausziehen können, irgendwas, was ihr vorher vielleicht noch nicht kanntet. Wie bereits vorher gesagt, wenn ihr unbedingt zu welchen Filmen auch immer eine Kritik haben wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und dann hoffentlich hört ihr mich bald wieder in einem weiteren Video hier auf Crows TV. Ciao!